Bei unserer Tour durch Frankreich stoßen wir auf ein seit vielen Jahren verlassenes, fast verwunschen wirkendes Haus. Doch diese Lost Place-Erkundung ist alles andere als gewöhnlich. Im Inneren entdecken wir zahlreiche Bluttropfen. Sieht aus wie Blut. Geronnenes Blut. Und das, was wir hier erleben, erinnert stark an einen Horrorfilm. Alles, was die letzten Bewohner zurückgelassen haben, ist noch unberührt. Und der Ort strahlt eine bedrückende Atmosphäre aus. Selbst beim Videoschnitt lief mir ein Schauer über den Rücken, als ich die Audioaufnahmen hörte. Begleite uns bei diesem Abenteuer, doch sei gewarnt. Die gespenstische Stimmung dieses Ortes verlangt durchaus starke Nerven. Hier geht es auf jeden Fall in den Keller, da gucken wir gleich mal. Und hier ist die Fensterlade offen, da können wir rein. Also los. Halt mal auf. Hast du gehört? Da ist doch jemand. Da sind welche drin. Geh doch mal gucken. Ruf doch einfach mal. Deswegen zieht man Handschuhe an. Das ist so blauer Schleim. Deswegen zieht man Handschuhe an. Geht nicht wegen der Lampe. Bonjour. Ist das der Wind? Das ist der Wind. Das ist der Wind, ja. Oh, passt auf, hier ist ultra rutschig, hier ist irgendwie Waschpulver oder so. Okay. Oh, meine Fresse. Kann man auch schon in die Tür. Okay, schaff ich. Ist weg, ne? Ja. Was war das denn jetzt? Wind. Muss eine Tür gewesen sein. Irgendwas ist mit meiner Taschenlampe nicht richtig. Die spinnt. So, jetzt sind wir erstmal hier drin. Das sag ich mal, da sind wir auf jeden Fall safe. Warte mal, warte mal. Warte mal. Warte mal, Jika. Warte mal. Jetzt ist es weg. Oh, meine Güte, ne. Jika ist auch dabei. Und wir stehen jetzt direkt hier in der Stube, würde ich mal sagen, ne? Irgendwie spinnt diese dumme Taschenlampe rum. Komisch. Guck doch mal. Die fängt einfach irgendwann an zu blinken. Hier ist auf jeden Fall der Kamin.
Und schaut mal, es ist auf jeden Fall noch alles da, ne? Von außen komplett zugewachsen. Und hier drin ist einfach noch alles da. Ich kann nichts machen, ey. Schaut mal, hier ist noch ein ganz altes Bild. Und darunter so eine persönliche Widmung. Und das Ganze aus dem Jahr 1947. Ich glaube an eine Alexandra, würde ich mal sagen, vom Namen her. Und hier liegt noch eine Zeitung und die ist aus dem Jahr 2007. Genauer gesagt November 2007. Ach du Scheiß, guck dir das mal an, Sabrina. Da liegt ein Krokodil. Ja. So ein ausgestopftes, ne? Ja, das ist ja wirklich... Oder? Das ist ein ausgestopftes Krokodil. Bist du sicher? Ja, natürlich bin ich mir sicher. Was soll das denn sonst sein? Ein Berühr Tiger mal. oder was? Berühr mal. Nee, ich berühre das bestimmt nicht. Denkst du, das ist noch echt oder was? Ja, man sieht es ja hier am Schwanz, ne? Ich habe ja echt gedacht, das wäre irgendwie so aus Gummi oder so, aber schaut mir mal den Schwanz an. Da sieht man, dass das echt, das ist echt irgendwie komisch. Das ist ja auch verboten eigentlich, ne? Naja, in anderen Ländern eben nicht, ne? Hier drin ist irgendwas, was noch knackt. Mach mal auf. Ich finde, das hört sich an wie eine Uhr. Mach doch erstmal die Tür. Nee, mach du Ich will mal auf. gucken, was da ist. Ich mach sie auf und du gehst dann da rein. Ach, du glaubst es nicht, Anja. Was denn? Mach mal Licht weg. Hey, guck dir das mal an. Aber da drin, da knackt es. Da ist Was irgendwas. ist das denn immer? Bist du das oder wer ist das? Hast du nicht gehört? Nein. Hier ist da hinten, aber es kommt davon nicht hier irgendwo. Hier knackt's. Mach mal da Ja. auf. Mach mal da jetzt Ich auf. rede doch gar nicht davon, verdammt nochmal. Hier sind doch irgendwelche Tropfen drauf, ne? Ja. Sieht aus wie Blutstropfen, guck mal. Hier unten, ne? Hier auch. Guck mal hier. Das geht hier unten, ne? Hier auch. Guck mal hier. Das geht hier komplett durch. Was ist denn das? Das ist doch Blut. Das ist 1000% Das ist geronnen, ne? Ja, könnte echt sein. Das kommt vor da hinten. Oder geht da hinten hin? Jo, ganze Blutspur. Hier. Und dann hört es einfach auf. Da hinten ist nichts mehr. Hier, guck mal da. Guck mal hier. Hier auch. Mein Gott. So ein Plattenspieler. Was ist das unheimlich? Ja, ist echt unheimlich. Hier könnten wir auch raus, dem Fenster nach raus. Hier ist die Scheibe auch offen. Aber warum ist denn hier überall so viel Blut auf dem Boden? Hier auf dem Tisch auch so ein bisschen. Und hier die ganze Couch, ne? Hab ich gerade gar nicht gesehen, ne? Ja, ja. Hier alles voll. Krass. Das geht auch zu dem Schrank. Mach mal auf. Nee, ich mach den nicht aus, aber Was ist das? ich weiß es nicht. Das ist doch so ein Lautsprecher. Ja. Aber warum knackt das? Verstehe nicht. Guck dir mal hier die Gläser an. Komplett eingestaubt. Boah. Warum knackt das nicht mehr? Ich weiß es nicht. Es ist komisch. Das ist aber jetzt spooky. Diese Bluttropfen, die gehen genau dahin und dann machst du es auf und dann knackt das nicht mehr. Doch, jetzt wieder. Das ist doch ein Lautsprecher, Sabrina. Ja, Nee, was war das denn? Da war es wieder. eigenartig. Aber wenn es doch knackt, ist ja so ein bisschen so, als ob da... Oh, Sabrina, Lass mal hier weitergehen. lass uns doch mal... Hier geht kein Strom mehr. Was ist das denn jetzt ernsthaft? Ich möchte auch nicht da lang gehen, ehrlich. Wo ist die Jacke denn abgeblieben? Da hinten rein. Aber ich höre ihn und sehe ihn nicht mehr. Doch, ich höre ihn. Da, komm mal her.
So Leute, wir gehen jetzt mal weiter. Ich weiß nicht, was mit der Taschenlampe nicht stimmt. Hier ist auf jeden Fall noch so ein Gang. Vielleicht konnte es nach draußen gehen. Und hier war mal die Haupteingangstür gewesen. Hier hängen sogar noch die Jacken. Seht ihr das? Die Jacken. Da oben die Hüte noch. Ja. Und hier überall noch die Bücher. Mein Gott, sieht das alt aus. Richtig, richtig alt. Woher hast du das? Ja. Oben knackt die Decke, weil hier wahrscheinlich oben ist, über uns. Ja. Oh mein Gott, das hört sich an, als ob der gleich runterkommen würde. Gott. Aber die Balken sehen eigentlich noch ganz gut aus, ne? Das ganze Haus sieht sehr gut aus. Aber wie alt sind denn bitte diese Bücher hier? Ich weiß es nicht. Das ist Wahnsinn, ne? Echter Wahnsinn. Alle in so einem Umschlag drin, ne? Ja. Was ist das denn? Keine Ahnung. Meine Güte. Jetzt guckt euch mal hier dieses Wohnzimmer an, Leute. Hier ist auch das Fenster offen, Gott sei Dank. Ah gut, hier könnte man auch noch mal raus. Ja, hier auch. Hier sind überall die Fenster offen. Boah. Und hier das Wohnzimmer. Und schaut euch mal das an. Hier ist einfach noch ein Klavier. Oder ein Flügel. Ja, oder ein Flügel. Kann man halt sehen, wie man will. Oh. Und guck mal hier. Hier ist so eine richtig schöne Geige noch. Das sind hier so jede Menge Schallplatten, die hier in den Regal drin sind. Alles komplett voll mit Schallplatten. Hier, schön in Folie, wahrscheinlich noch ein bisschen was wert. Und hier die Bücher. Ganz, ganz alte. Irgendwas mit Religion, christlich. Kann ich jetzt den Rest leider nicht entziffern. Ist halt alles in Französisch. Und hier diese schönen kleinen Deko-Elemente, die hier sind. Seht ihr das? Sehr, sehr schön. Ey. Sind das jetzt Bücher oder sind das... Ah ne, das sind so VHS-Kassetten offenbar. Boah, guck mal hier, wie das aussieht. Richtig, richtig alt. Will man gar nicht rausnehmen. Hier ist noch eine alte Autozeitschrift. Aus welchem Jahr ist die? 1997. Was? Ja. Aber was sind das denn hier für Bücher? Guck mal. Ja. Riesig. Und, wie du schon gesagt hast, das muss richtig, richtig alt sein. Oh Leute, das ist echt heavy gerade, ne? Als wir hingelaufen sind, kam kein einziges Auto, ne? Ja. Und kaum sind wir hier drin, fahren die anderen irgendwelche Autos lang, die halten dann ganz kurz hier und fahren dann weiter, ne? Man weiß ja eben nicht, ob die nicht wirklich anhalten, ne? Und hier hinkommen. Und das Problem an der ganzen Sache ist, es sind überall die Fenster offen. Heißt, wir hören das natürlich sehr laut, aber natürlich würden die uns auch sprechen hören, ne? Dementsprechend können wir jetzt nicht ganz so laut reden, weil hier unten wirklich alles offen ist. Aber dafür, dass wirklich alle Fenster offen stehen, super Zustand. Die Location befindet sich nämlich in einem winzig kleinen Dörfchen hier in Frankreich. Und dementsprechend aufmerksam sind natürlich auch die Nachbarn. Aber die scheinen echt sehr musikalisch hier gewesen zu sein. Und auch sehr gebildet mit den ganzen Büchern hier, ne? Ja, sehr große Bücherei, die sie hier aufgebaut haben für sich, ne? Mhm. Aber hier selbst die Schubladen sind noch voll mit irgendwelchen Unterlagen oder ähnlichem, ne? Ja, ich will es jetzt auch nicht zu sehr rausholen, ne? Aber es scheinen irgendwelche Unterlagen zu sein. Ist natürlich schon echt heftig, wenn du bedenkst, dass die Zeitung von 97 ist, ne? Ja. Also, unfassbar. Hier ist so eine Enzyklopädie, die hier ist. Und jede Menge, also wir können es natürlich nicht übersetzen, weil wir halt kein Französisch können, aber guckt euch das einfach... Lass mal einfach. Oh ne, geht echt nicht gut auf, lass ich lieber. Nachher ist das Holz schon verzogen und nachher bricht die Glasscheibe. Aber hier auch nochmal so ganz kleine Schallplatten, die hier in dem Schrank sind. Überall die Bücher und man sieht einfach, wie alt die sind, ne? Also die waren selbst 1997 schon relativ alt gewesen, ne? Das ist Wahnsinn. Was liegen hier? Goldmünzen oder was? Ich habe keine Ahnung. Da steht nichts drauf, ne? Ne, einfach nur so 3 gepresste, glatte, goldige Taler. Und hier einfach dieses schöne Klavier. Und seht ihr das hier? Hier ist noch so ein Schutz drüber gemacht
Habe ich auch noch nie so wie gesehen. So ein kleiner Teppich, ne? Ja, sehr, sehr schön. Werden wir jetzt nicht draufdrücken, wird wahrscheinlich funktionieren und wahrscheinlich sehr laut sein. Aber auch die Geige, Leute, ne? Guck dich das mal an. Guck dir das mal hier oben an. Ach, das habe ich ja gerade gar nicht gesehen. Guck mal. Das ist so richtig reingeschnitzt, wahrscheinlich von Hand. Sehr, sehr Ich schön. weiß, wie teuer sowas sein muss, ne? Ja, ja. Wahnsinn. Sehr schön. Sehr, sehr schade, dass sowas einfach zurückbleibt, ne? Ja. So, hier ist noch so ein Sekretär. Auch noch alles da. Mein Gott. Wahnsinn. Von wann ist denn diese Zeit? Ups, Oh, Mist. genau. Hab ich nicht gesehen. Und 2002 ist die. 2002? Okay. Was ist das denn? Warte mal. Das ist doch hier so eine DocTech, ne? Nee, so eine Erkennungsmarke, oder? DocTech. Von Soldaten, ne? Ja, ich glaube, das jetzt hier. Also kann sein, dass das natürlich nachträglich hier dran gemacht wurde. Also bei uns in Deutschland hast du ja so eine Kette, sage ich jetzt mal, ne? Aber hier steht Paris 2709. Aber in einem geschrieben. Also ich denke nicht, dass es 27.09. heißt, oder? Naja, da doch beide Stücke da sind, scheint derjenige auch nicht gefallen zu sein, ne? Sonst wäre ja ein Stück, würde ja fehlen. Ah, hier steht der Name drauf, guck mal. Von 1924. Boah. Wahnsinn, Anne. Das ist echt richtig, richtig krass, oder? Ja, aber er hat es überlebt, ne? Ja, er hat es zum Glück überlebt, ja. 1924, Erster Weltkrieg, ne? Packen wir auf Oder jeden 1924 geboren, so rum. 1924 wurde er geboren, genau. Genau, ja. Packen wir auf jeden Fall wieder rein, legen es da wieder hin, wo es hingehört. Wahnsinn, ne? Ist natürlich schade, dass es nicht, also dass es hier liegt und nicht bei der Familie zum Beispiel, ne? Wenn es noch Angehörige gibt, ne? Wäre es natürlich schön, wenn es da wäre, aber gut. Fragt man sich halt auch, ne, warum die Angehörigen hier das nicht übernehmen, ne? Ja, wenn es denn überhaupt welche gibt, ist die Frage, ne? Das stimmt. Stars in the dark night, shadows for the moonlight, lonely hearts unseen cry underneath the cold sky. Echoes of lost dreams fade, ghostly winds through. Wir haben gerade die Polizei gehört und dann plötzlich aus. Und dann ist ein Auto hier vorgefahren. Also hier können wir auch raus. Aber da hinten ist ein Tor. Kommst du nicht so einfach weg. Muss echt aufpassen, ne? Alle Fenster sind alle offen, ja. Und dementsprechend hörst du alles von draußen. Und dich hört man auch von draußen. Alles klar. Gerade war nämlich schon mal eine Polizei. Ich weiß nicht, ob du gehört hast. Nee. Hat Sirene ausgemacht. Und dann fuhr ein Wagen hier vor dem Haus. Also man hat danach nichts mehr gehört. Wir könnten alternativ auch durchs Wohnzimmer raus. Das sind auch noch die Fenster in beiden Seiten offen. Nach links, wo wir hergekommen sind. Und in die Richtung. Aber da meint Anja, da kommen wir im Endeffekt. Oh, du bist überhaupt belichtet. Da kommt man im Endeffekt nicht weiter. Aber müssen wir echt gucken. Falls du irgendwas hören solltest gleich, ne? Okay. Das wäre der Hammer, wenn uns jetzt die Polizei rausholt. Ey, was ist denn das hier? Ist das ein Korsett oder was? Ja. Ach du Ja, Scheiße. kein Korsett, aber. Okay. Ja, schön ist zum Anziehen halt, ne? Du sag mal, Eka, ganz kurz, was ist das für dich hier? In erster Linie sieht aus wie Blut. Geronnenes Blut. Genau das hatten wir auch gedacht, ja. Und das verteilt sich hier im ganzen Wohnzimmer. Ja, Das ist geronnenes Blut, ne? das ist Blut. Also mit 60%iger Sicherheit. 70. Schön schwarz. Ja, ist geronnen. Und das ist hier überall. Einmal hier so ein bisschen, da hinten an der Couch. Und dann führte das bis in den Schrank da hinten. Oder zum Schrank. Tatsache. Ist dir was passiert? Offenbar. Und Jirka, aus diesem Schrank, da ist irgendwas drin, was die ganze Zeit knackt. Ganz komisch. Sieht für mich aus wie so ein Lautsprecher. Dieser Lautsprecher. Was knackt? Was ist das für dich? Sieht doch aus wie ein Lautsprecher, oder? Ja, ist aber kein Lautsprecher, ne?
Aber was ist es dann? Ja, muss irgendwas mit Strom zu tun haben. Ja, ja. Bloß was? Aber wenn das doch knackt, dann müsste der Strom noch funktionieren, oder? Habt ihr schon mal probiert? Ja, aber hier sind ja auch keine Lichter. Welches Licht soll hier angehen? Das da, aber das ist gekappt, das Kabel. Das ist komisch, ne? Ja, aber was ist das für ein Gerät? Und das knackt doch nicht immer. Jetzt knackt's, mach mal wieder zu, dann ist plötzlich Ruhe. Irgendwie ganz eigenartig, ganz komisch. Ja, knackt immer. Aber guck mal, da geht doch die Blutspur her. Ja, hast du auch gerade gesehen. Das ist ja ein bisschen eigenartig. Also wenn es eine Blutspur ist, ich würde sagen, das ist eine Blutspur. Krass, Freunde. Gut. Das macht die ganze Sache nicht angenehmer. Schaut mal, hier ist auch eine Fotokamera. Schön mit einem Blitz oben drauf. Schaut euch mal hier das Badezimmer an. Boah, es ist eigentlich noch alles da, ne? Die Zahnbürste, die Zahnpasta, das Parfüm. Oder was ist das? Ne, ist Deo, ne? Boah, ist einfach alles noch da. Aber guck dich mal an, in welchem Zustand, ne? Hier, die Spinnennetze. Boah, Leute. Die Badewanne. Und hier noch der Alibert. Auch noch alles da. Das ist einfach von jetzt auf gleich verlassen worden. Da fragt man sich wirklich, was hier passiert ist. Vor allem im Zusammenhang mit der Blutspur, ne? Hier geht es im Flur weiter und ihr könnt es ja selber sehen, ne? Noch irgendwelche Karikaturen hier an der Wand. Da ist die Küche, können wir gleich mal kurz gucken. Und hier im Flur geht es weiter. Schubladen noch gefüllt. Schönes Bild. Aus dem Jahr 1925. Schönes Gemälde vom Meer, wie man sieht. Und hier war die Toilette, wie man sieht. Hier ist noch die Seife, die Reserveseife. Original verpackt noch im Schrank. Boah, Leute, Wahnsinn. Ganz, ganz krasse Zeitkapsel, wirklich. Ganz, ganz, ganz krasse Zeitkapsel. Alles okay? Ja, mehr oder weniger, ne? So, meins. Warst du da schon? Lass mal in die Küche zusammengehen. Ja, die Küche ist klein, aber fein. Ja. Und auf den ersten Blick sehe ich tatsächlich einen Kalender von 2017. Ist eigenartig, ne? Wir hatten jetzt 2002. 2017 passt so gar nicht hierhin von dem Ganzen. Ne? Nee, finde ich auch nicht. Aber wenn du nicht viel gemacht hast hier, ne? Oder nicht viel machen konntest, ne? Nicht viel erneuern konntest, deswegen kommt vielleicht auch alles in die Jahre dann, ne? Mein Gott. Auch hier sieht man die Schubladen noch komplett gefüllt. Alles ist noch da. Der kleine goldene Löffel, der noch da ist. Hier ist noch der Tee, der gekauft wurde, aber nie geöffnet wurde. Kann man nicht irgendwie sehen, von wann der ist? Ja, also von wann? Oder aus dem Wann der HD? 02 2019. Schau dir mal hier diese Spinnennetze an, die hier von links nach rechts führen. Boah. Alles noch voll, ne? Schränke sind einfach noch komplett gefüllt, man sieht's ja, ne? Hier noch die Gewürze im Schrank. Mein Gott, guck mal hier. Hier noch die Handtücher zum Abputzen vom Geschirr. Und selbst hier, guck mal, wurde noch ein Ei gepellt, ne? Und die Schale liegt einfach noch da. Es wirkt echt so, als wenn hier irgendwie plötzlich Schluss war. Ja, wer weiß, was hier passiert ist. Vielleicht was mit der Blutspur. Vielleicht ein Unfall. Vielleicht auch was Schlimmeres. Shadows in the wall, silent whispers call. Broken hearts collide. Guck mal hier. Hatten wir noch eine separate Toilette, ne? Hatte ich gerade schon gesehen. Achso. Und hier geht's. Hier ist noch ein Eingang. Oh, offensichtlich. Den haben sie zugemacht mit Brettern von innen. Ja.
Und hier sieht man, Hier war offenbar ein Schlafzimmer, ne? ja, Wahnsinn. Guck mal, hier noch so viele Fotos, ne? Ja. Aber man sieht ja, das war Jeka, keine Sorge. Nee, er steht weiter weg. Das war die Tür. Die von alleine. Ach krass, guck mal, die Tür. Hab ich's auf Kamera jetzt? Die ist auch Licht ausgemacht. Die geht immer auf und zu, die Tür. Aber er hat Licht ausgemacht. Ja, aber ist die Frage, warum hat er Licht ausgemacht? Keine Ahnung. Jetzt macht das wieder an. Okay. Alles gut. Ach ja. Sehr schön, aber man sieht, das Bett ist echt richtig gemacht, ne? Als wenn hier noch geplant wurde, vielleicht heute Nacht wieder zu schlafen, oder? Wie sieht's hier aus? Können wir mal hier einmal so hochheben? Ne, ist abgezogen. Also doch eher geplant, dass man hier nicht mehr schläft. Naja. Irgendjemand hat das Bett abgezogen. Weiß ja nicht, was hier passiert ist, ne? Keine Ahnung. Tja. Ach, krass. Ach nee, ich wollte gerade sagen, das stand doch gerade noch da oben, das, was da unten liegt. Nee, das Aber das war zweimal. noch ein zwei. Okay, alles gut. Schönes Schlafzimmer eigentlich, ne? Schön rustikaler Ja. Schrank, der hier ist. Es geht. Ich finde, das sieht sehr provisorisch aus. Also ich finde auch mit dem Boden, das sieht ja hier so, ist ja sehr kalt, sag ich jetzt mal, solche kleinen Fliesen, ne? Eher für eine Küche. Und dann ist hier, genau, dann ist hier so ein Esstisch drin. Vielleicht war es auch nur so eine Art Gästezimmer, aber warum richtet man das so extremst persönlich ein, ne? Oder, kann natürlich auch sein, ich weiß ja nicht, wie es oben ist, dass sie vielleicht 2 Schlafzimmer hatten und hinterher getrennt geschlafen haben, weißt du? Oder vielleicht einfach dieser Raum später als ja, Bett mitgenutzt wurde, weil man nicht mehr nach oben geschafft hat, die Treppe Das hochzugehen. kann natürlich auch sein, ja. Ja. Schau mal, hier ist noch der Hut. Hier ist auch noch eine Zeitung. Frankreich, de Tours, und die ist aus dem Jahr 1999. Darunter der Kalender ist wieder von 2017, das ist der gleiche, der in der Küche hängt. Mhm. Boah, die sind... Ah. Wow. Was ist denn damit? Ja, ich habe mich erschrocken, das ist hier auf einmal bewegt da drin. Okay. Ist irgendwas drin, was Musik macht, oder? Klangkugeln. Die sind zum Beruhigen wahrscheinlich. Klangkugeln, ja. Hier ist noch so eine Creme. Und hier ist noch so ein Kopf. Das sieht schon ein bisschen unheimlich aus, finde ich, ey. Aber hier scheint es so ein bisschen, als wenn man hier den Weg verbarrikadiert hat, ne? Oder? Hier noch so ein ganz altes Fernglas, ne? Oh ja, aber richtig alt. Und ich finde, das hier ist hier so wie so ein kleiner Altar, sage ich jetzt mal, ne? Hier sind überall diese Bilder, hier ist so eine Kreuzkette noch drin. Alles so diese persönlichen Dinge, ne? Ja. Und auch hier wieder sehr viele Bücher, also sehr belesen, würde ich mal sagen. Und sehr musikalisch, ne? Dann, wir gehen mal nach oben, ne? Jo. Das wird auf jeden Fall spannend. Ja. Okay. Irgendwas brummt doch hier, oder? Mal hier, Leute, hängen solche Bilder an der Wand. Und hier wie so eine Urkunde. Ich glaube, da steht irgendwas von der Musik drauf. Vielleicht haben die hier auch irgendwelche Wettbewerbe gewonnen mit der Musik. Von 1923. Boah. Boah. Ist das mal heftig? Boah, was ist das denn hier? Heftig, oder? Also mit dem Raum habe ich hier oben gar nicht gerechnet. Nee, ich auch nicht. Absolut nicht. Das sieht ja richtig heftig aus. Auch hier mit dem Balken, ne? Boah. Guckt euch das mal an, Leute. Hier wird quasi einfach um den Balken herum gearbeitet, ne? Oder der Raum vielleicht so ein bisschen vergrößert. Vielleicht wurde der auch nachträglich erst ausgebaut, der Dachboden. Ich denke, also hier oben glaube ich, dass locker seit 20 Jahren niemand mehr hier oben war. Wirklich. Und deswegen auch das Bett unten in dem einen Raum sein wird, weil hier kam keiner mehr hoch. Nee, diese steile Treppe kommt man nicht. Und dann hier runter. dieser Balken, dann um ins Bett reinzugehen. Guckt euch mal das Bett an, wie das aussieht. Oder wie verstaubt hier alles ist. Boah. Hier ist übrigens für ein Kalender von 1988. Naja, das wäre echt schon sehr lange verlassen. Ungefähr, ne, über 30 Jahre. Ja, ja. Und so sieht das auch mit den Tapeten hier aus, finde ich.
Und da hinten ist der eigentliche Dachboden, ne? Da gucken wir uns den mal ein bisschen genauer an, zumindest von hier hinten. Ja, sieht halt aus, wie ein Dachboden aussieht, würde ich mal so behaupten, ne? Habt ihr das gerade gehört? Es klingt fast so, als ob eine zweite Stimme Anja leise nachmurmelt. Wie ein Dachboden aussieht, würde ich mal so behaupten, ne? Würde ich mal so behaupten, ne? Würde ich mal so behaupten, ne? Boah, Leute. Ich habe gerade wieder den Schrecken meines Lebens bekommen. Dieser Hund, der uns gerade auf dem Weg hierhin auch schon fast gerne angefallen hatte, hat gerade so laut gebellt. Meine Güte, also wirklich. Da kriegt man echt einen Schrecken, ne? So, steigen wir mal über diesen dicken, fetten Balken drüber. Guck mal, hier liegen auch noch so Zeitungen oder so, wie so ein Prospekt. Vielleicht kann Sabrina da gleich noch mal gucken, weil ich sehe jetzt auf den ersten Blick kein Datum. Und hier dann einfach das Bett, ne? Und dieser Schrank, der Schrank sieht da heftig aus. Richtig schön rustikal. Der wird mal so richtig teuer gewesen sein, ne? Das wird alles von Hand hier reingeschnitzt. Also das ist unglaublich. Und der steht wahrscheinlich schon seit keine Ahnung wie vielen Jahrzehnten hier. Schau mal da rein, ob da was drin ist. Ja, so ein bisschen was ist da drin. So ein paar Kartons, ein bisschen Bettwäsche. Aber sonst... Und auch hier wieder, wie soll es auch anders sein, ganz alte Bücher, ne? Komplett zugestaubt, schon etwas schimmelig. Aber, also wirklich, guckt euch das an. Guckt euch das bitte einfach mal an. Das ist unglaublich. Guck dir mal hier dieses alte Radio hier an. Hier, das Wahnsinn, oder? Das ist doch mal richtig alt. Ja, richtig nostalgisch hier alles, ne? Egal, was hier im Endeffekt rumliegt, es ist einfach ultra alt. Ja. Angefangen von den Büchern, da oben dieses Gemälde, guck dir das mal an, wie das aussieht. Da oben ist das Gemälde, daneben irgendwas aus Porzellan, wie so ein kleiner Blumenstrauß. Und guck mal hier. Hier wurde teilweise sogar noch mit Feder geschrieben. Das gibt's doch gar nicht. Kann das wirklich so gewesen sein? Das ist doch verrückt, oder? Mega verrückt, ja. Schaut euch mal hier die beiden an. Hier ihn. Süß, oder? Und komplett mit dem ganzen Staub und die Spinnennetze da drum. Und halt auch diese Bücher, ne? Daran sieht man halt einfach, wie alt das Ganze halt hier ist und wie lange das hier schon so rumsteht. Hier auch noch ein sehr schön altes Gemälde. Echt schön. Kein Jahr dran, vielleicht auf der Rückseite, aber ich gehe da lieber nicht dran. Und hier überall noch mehr Bücher. Ich bin jetzt fast an der gleichen Stelle, wo Anja gerade stand, als dieses Murmeln im Ton zu hören war. Hört mal genauer bei mir hin. Und hier überall. Irgendetwas scheint dort oben unsere Mikros gestört zu haben. Interessanterweise war immer nur die Tonspur der Person betroffen, die in der Ecke stand. Was denkt ihr, was das gewesen sein könnte? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Ich glaube, ohne zu übertreiben, sitzen hier wahrscheinlich mehrere hundert Bücher in dem ganzen Gebäude. Guck mal hier. Wie ist das denn? So ein altes Plakat vom 12. bis zum 13. Oktober 1985. 9 bis 18 Uhr. Wahrscheinlich konnte man hier so eine Fahrt machen. Mit der Lokomotive. Mit der Lok, genau. Das sieht doch heftig aus, oder? Mhm. Richtig schön. Richtig schöne Zeitkapsel einfach. Also von dem, was wir jetzt gesehen haben, war die Person sehr musikalisch, Gebildet. sehr belesen, gebildet. Das hat was mit dem Museum zu tun, das könnte ich mir auch vorstellen, dass da auch ein großes kulturelles Interesse halt vorhanden war. Also super spannend, ne? Die Person lebt wahrscheinlich schon seit vielen Jahren oder Jahrzehnten nicht mehr, aber die Spuren so zu deuten, die die Person oder die Personen hinterlassen haben, ist schon echt mega spannend, oder? Wahnsinn. Guck mal, da unten ist noch dieser Plattenspieler. Ganz kleiner. Jo. Boah.
Ich hoffe es. Ich hoffe auch. So, wir werden jetzt runtergehen. Es gibt nämlich noch einen Keller. Dazu müssen wir aber aus dem Gebäude wieder raus, um dann in den Keller reinzugehen. Und das werden wir jetzt mal machen. Meine Taschenlampe geht einfach von alleine an. Dann muss man auch erstmal können. Psst. Nee, brummt irgendwas, ne? Das brummt. Ja. Hier ist noch Strom drauf. So, ich habe einen Lichtschalter gefunden. Ja, wir auch. Lichtschalter gibt es hier auch. Habt ihr schon probiert? Ja, aber wie gesagt, das Kabel ist ja hier zum Beispiel gekappt. Ja, ich hab mitgekriegt, dass die Lampen hier so alle miteinander verbunden sind. Ganz komisch irgendwie, ne? Ja. Aber da hinten brummt es ja auch noch. Hast du es mitbekommen? Nee, das habe ich nicht. Da ist am Treppenaufgang quasi so ein Schaltkasten oder so. Strom wird noch anliegen, aber ist wahrscheinlich nicht mehr im Haus funktionieren. Ja. Größtenteils. Ja. Aber das Gerät ist komisch. Das müssten wir gerne die Zuschauer in die Kommentare schreiben, was das ist. Ja. Weil es knackt nicht regelmäßig. Nein. Das Nee, ist ganz echt nicht komisch. regelmäßig. Ja, das ist das Ding. Wir standen auch vorhin hier vor, haben das aufgemacht. Da kam gar nichts mehr. Hatte ich ja hinten auch 2 Minuten. Komisch, oder? Jetzt Leute. knackt's wieder. Schreibt es echt mal in die Kommentare. Leuchtet noch mal ein bisschen, dass man es noch ein bisschen besser erkennen kann. Also nicht draufscheinen. Ja. Also wer da eine Ahnung hat, was das sein könnte, schreibt es echt gerne mal in die Kommentare, weil echt keine Ahnung. Super komisch. Ist nicht irgendwie ein regelmäßiges Knacken. Das ist total unregelmäßig. Eigenartig. Mysteriös hier. Den Schalter schon probiert? Haben wir schon, ja. wir schon. Geht nicht. So, jetzt hier nochmal in dem Raum, wo wir gerade reingekommen sind. Da sind wir jetzt gerade erstmal nur so grob durchgelaufen, Leute. Hier sieht man auf jeden Fall auch noch eine schöne Couch, die hier stand. Überall die besagten Blutflecken und Haselnüsse, die hier liegen. Und offenbar hat Dirk das Krokodil da hingelegt, hä? Er hat den Lost Place verändert, Leute. Ja, aber ist doch echt, oder? Ist ausgestopft, ne? Nee, ich habe gedacht, das wäre echt. Nee, ist es nicht. Ist nicht echt. Nee, Hatten wir auch erst gedacht gehabt. Ja. Das sah Aber so am komisch Mund aus. siehst du das, glaube ich, ne? Aber der Schwanz sah so aus, wenn der so halb verwesen wäre. Ne, fass mal an. Deswegen habe ich es ja hochgestellt. Ja. Aber ich finde, der sieht schon echt aus. Also wir hatten das auch mal in der Hand. Ein echtes. Der sieht schon sehr realistisch aus. Also immer ohne Handschuhe. Guck mal. Die Pfoten, die kannst du doch nicht so. Ja doch, das meine ich auch, dass das... Also ich finde, das sieht schon sehr echt aus. Bis auf die... Guck dir mal den Schwanz an. Der Schwanz sieht schon echt sehr... Geht das so vom Licht her, oder? Sabrina? Siehst du? Ja, also guck dir mal den Schwanz an, Jirka. Also das sieht schon echt so ein bisschen komisch aus, ne? Wir haben mal so einen mini Ich finde auch, die Pfoten sind so... Ja, ich würde auch sagen, das ist echt. Ja, ne? Ja. Boah. Hände desinfizieren. Ja. Nochmal eine richtig schöne alte Uhr und auch alles komplett verstaubt. Und wie schön diese Sind da Turmuhr nicht war. hier die Ringe drauf von Olympia? 1, 2, 3, 4, 5. Ja, Könnte sein, ne? möglich, ja. Vielleicht Zufall, vielleicht auch nicht. Schön Ja. dieser Spiegel hier, ne? Und dann dazu hier dieser Plattenspieler. Guck mal, mit einem Lampenschirm oben drüber. Jo. Richtig, konntest du richtig schön beleuchten hier wahrscheinlich. Ja. Ja, so Aber eine schau mal, Birne auch drin. hier, ne, sind halt, was wir gerade schon gesehen hatten, hier Blutspuren. Jo, Ich weiß nicht, ob stimmt. vielleicht jemand hier reingegangen ist, durch die Scheibe vielleicht reinkam, dann sich verletzt hat an dem Glas und dann diese Blutspur vielleicht erzeugt hat. Weißt du, was ich meine? Und den nicht gemerkt hat, oder was? Ja, meinst du? also wenn, dann hat er aber richtig geblutet. Der muss ins Der muss Krankenhaus. richtig geblutet haben, ja. Nee. Einfach auf den Teppich weitergetropft wahrscheinlich. Und dann da hinten lang. Tja, hier in den Schränken ist auch noch alles da, sogar noch die Äpfel Die Birnen. und die Birnen. Boah, damit kannst du jemanden erschlagen. Das ist richtig schwer. Oh jo. Ganz schön schwer. Das ist nicht so ein Plastikgedöns. Das ist... Und hier liegen auch wieder Nüsse, ne? Ja, schau mal hier an der Wand. Eine Kuckucksuhr. Ja, eine richtig schöne alte Gott sei Kuckucksuhr. Dank hat die keiner aufgezogen. Ja, Aber das hätte mir echt noch gefehlt, ne? Wenn die noch anfangen würde zu klingeln. das hier, ne? stimmt, ey. Scheiße glatt. Pass auf, wenn du auf den Stuhl trittst. Du rutschst da weg.
Das ist echt rutschig jetzt hier. Dann mach Okay, zu. tschüss. Tschüss. Versuch mal da reinzukommen, ist ganz schön schmal. Also ich will da nicht unbedingt rein, du. Sieht sehr gruselig aus. Hika kann da gar nicht rein, ist zu schmal. Willst du ihm gucken? Ich? Ja, warum denn nicht? Warum denn ich? Warum denn nicht? Ja, gib her, ich gehe da rein. Gar kein Problem, ich gehe da mal eben Komm rein. hinterher. Ich sehe zwar nichts, aber mit deinen Handschuhen. Nee. Hey, ist doch gar nichts. Das ist doch nur dieser einer. Ist nur der Untergang. Das ist so ein Kriechkeller-Ding. Woran siehst du das denn? Da geht's doch links weiter. Nee, da gehe ich nicht rein, Anja. Doch, komm, geh jetzt. Da möchte ich nicht rein. Hast du mich festgehalten? Ich habe mein T-Shirt runtergezogen. Da ist alles voller Flaschen. Wahrscheinlich alle leer. Sieht ein bisschen aus wie so ein Weinkeller, aber grundsätzlich eigentlich ziemlich leer. Also hat man hier zum Glück auch nicht viel verpasst. So Leute, also mit dem Keller haben wir dann hoffentlich alles gesehen. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann lasst gerne noch ein Like da. Schreibt weiter unten einen Kommentar und schaut euch auf jeden Fall noch dieses Video an. Da haben wir ein richtig geiles Chateau besucht. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.